Also hier ein kurzer Vorgeschmack, wie es am Ende aussehen wird. Das ist die überholte neue Gabel, neue alte Gabel. Die Teile wurden neu eloxiert. Alle Verschleißteile, Dichtungen, sonstigen Kram, Ohrringe wurden ausgetauscht. Und ich zeige euch jetzt, wie es vorher aussah, baue es auseinander und das ist das Endergebnis. Ist eigentlich ziemlich simpel. Und bei den Gabelrohren ist nach dem Abbeizen aufgefallen, dass hier so Verfärbungen gibt. Und das wäre jetzt richtig kacke beim Eloxieren, deswegen habe ich die jetzt wieder geholt und werde die, blöd weg hier, habe ich jetzt wieder abgeholt und werde die jetzt komplett nochmal schleifen und polieren, damit es beim Eloxieren dann nachher gut aussieht und nicht hier dieser Übergang ist. Oder hier ist irgendwie so eine Korrosion oder sowas. Also es ist glatt, man fühlt es nicht, aber es ist immer Alu drin. Das spanne ich jetzt auf die Drehmaschine und dann schleife ich das mal runter. Das ist jetzt hier schön eingespannt zwischen zwei Nüssen. Die zentrieren das Ganze. Muss ja auch nicht alles perfekt sein, weil ich es mit der Hand ja mache. Und dann kommt das hier rein. Es wird jetzt mal wieder schwer mit einer Hand. So kommt das da rein und wird ein bisschen beigedreht. Hier schrauben wir es schön zu. Und jetzt schleifen wir das, bis es schön blank ist. Was meint ihr? Sieht gut aus, oder? Nachdem jetzt die Teile hier fertig sind, die eloxierten, schöne Rohr hier und die unteren Teile, kann jetzt der Zusammenbau wieder beginnen. Als erstes müssen wir hier unten das Teil wieder an das Rohr dran schrauben. Dazu kommt hier unten der Ohrring rein. Und dann kann das Rohr eingeschraubt werden. Das klebe ich ein bisschen ein. Vorher markiere ich mir noch ungefähr die Tiefe, damit ich ungefähr weiß, wie tief ich es einschrauben muss. Nicht, dass es irgendwie hakt und nicht komplett drin ist. Also ungefähr bis hierhin muss es verschwinden. Mit dem Spezialwerkzeug und einer 26er Nuss ziehe ich das Ganze jetzt nochmal ordentlich fest. So, das soll auf jeden Fall genügen. So, dann kann hier dieses Teil rein. Da kommt zuerst hier dieser kleine Ohrring. Der kommt da unten rein. Dann wird hier noch Fett reingemacht. Und dann kommt das ganze Ding rein. Und dann muss das Loch hier unten fluchten. Hier, das muss durchpassen, weil jetzt von der anderen Seite ja das Teil gleich so da durchkommt. Manchmal hier rein. Die Sicherungsschraube rein mit einer neuen Aluscheibe, damit das Ganze dicht ist. So, dann kommen jetzt diese Teile hier drauf, und zwar erst dieser Sicherungsring, dann kommt der Gabeldichtring hier drüber. So, dann sind wir mit dem Ding ja fertig. Vorerst. Dann kommt hier unten diese Führung hier rein, inklusive dieses Blechs. Wenn wir jetzt den Ring nur so reinmachen, hat er nicht genügend Vorspannung. Und hier, das ist alles so ein bisschen locker, sag ich mal, das Spiel. Deswegen ist es wichtig, dass dieses Blech außen rum kommt, um diesen Ring, um diese gewisse Vorspannung zu erzeugen. Das ist ein bisschen knifflig, das reinzumachen, aber das kriegt man schon hin mit Geduld. So, jetzt ist er nämlich drin. Und jetzt merkt man direkt,
Das sitzt alles deutlich besser. Jetzt kippelt es zum Beispiel auch gar nicht mehr hier. Gut, dann haben wir die Dinge alle drin. Dann schieben wir die komplett zusammen einmal. So. Weil wir jetzt hier oben können wir jetzt nämlich den Ring einsetzen. Die Restmetallkiste vom Opa. Und da habe ich das Teil hier gefunden, weil ich muss diesen Ring hier nachmachen. 1 mm dick und diese Außenmaße. Und das Rohr hier ist fast perfekt. Das heißt, ich drehe es jetzt innen noch ganz minimal aus. Und dann habe ich den Ring. Deswegen nimmt man so einen Scheiß mit. Der kommt nämlich hier drüber, der Ring. Hier bei der Federgabel, da kommt er drüber. Und da sitzt er dann als Distanzring. Da ist er zu sehen. Kann man nicht mehr bestellen. Die Gabel ist von 1990. Boah, ist das ekelhaft gewesen, das Geräusch. Uiuiuiui, war das ekelhaft. Das ist der tolle Ring. Dann diese Führungshülse, drüber stecken und dann kommt hier dieser Plastikring wieder drauf. Und der wird jetzt hier so da reingedrückt. Dann kommt die Feder rein. Und dann kommen hier diese Halbmonde so da drüber. Hier habe ich auch noch Fett drauf gemacht jetzt. Und dann kommt das nachher so wieder rein. Zack. Ich muss es eh noch mal aufmachen, weil ich das Öl reinfüllen muss. Hier oben ist auch noch ein neuer O-Ring reingekommen. Und jetzt kommt dieses Teil hier drauf. Und zwar so. Und dann ist die Gabel zusammengebaut. Ja, und so sehen dann die fertigen Teile aus. Kann zwar hier noch ein paar Macken erkennen, aber ich finde, das sieht einfach gut aus, weil man weiß, dass es ein altes Teil ist und etwas Geschichte auch hat.